Ein Holz- und Stoffdoppeldecker aus den frühen 30er Jahren. Kein Jäger, kein Bomber, ein Schulflugzeug. Und genau dieses Flugzeug testete im Frühjahr 1941 das Triebwerk, das 4 Jahre später London in Angst versetzen würde. Das ist die Geschichte der Gotha Go 145 und warum man ein Flugzeug niemals unterschätzen sollte, das aussieht wie ein Relikt. Angeblich fast 10.000 Exemplare, 5 Hersteller in Deutschland, 2 Länder, die sie in Lizenzen bauten. Die Go 145 war kein Seitenthema der Luftwaffe, sie war deren Fundament, das Flugzeug, auf dem eine ganze Generation deutscher Piloten fliegen lernte. Jahrelang, in jedem Wetter, auf jedem Fliegerhorst. Und trotzdem kennt sie heute kaum jemand. Ihre Geschichte beginnt nicht in den Schulen, sie beginnt in einer Fabrik, die man seit 15 Jahren nicht mehr mit Flugzeugen in Verbindung gebracht hatte. Die Gotha Waggonfabrik hatte im Ersten Weltkrieg Geschichte geschrieben. Ihre Großbomber, von den Gegnern kurz die Gothas genannt, waren die ersten schweren Flugzeuge überhaupt, die strategische Angriffe auf England durchführten. Dutzende Maschinen, mehrere Varianten, eine Legende, die ihren Namen trug. Nach dem Krieg war damit Schluss. Der Versailler Vertrag schrieb sogar ausdrücklich die Zerstörung des Werkes vor. Gotha kehrte zurück zu dem, womit man angefangen hatte: Straßenbahnwagen und Waggons. 15 Jahre. Dann, Ende 1933, nahm die Gotha Waggonfabrik den Flugzeugbau wieder auf. Es war keine dramatische Rückkehr, kein großes Programm, kein Bomberauftrag. Chefkonstrukteur Albert Kalkert, ein Diplom-Ingenieur, kein Name, der in Geschichtsbüchern leuchtet, entwarf ruhig und ohne Aufsehen den ersten Eigenentwurf nach dem Krieg. Kein Jäger, kein Bomber, ein offener, zweisitziger Doppeldecker in Holz- und Stoffbauweise. Doppelsteuer in beiden Cockpits für Schüler und Lehrer, Argus-Motor mit 240 PS, starres Fahrwerk, Spannweite 9 Meter, Höchstgeschwindigkeit 212 km/h. Es war kein aufregendes Flugzeug, es war ein nützliches Flugzeug. Und das war genau das, was die neue Luftwaffe brauchte. Die Luftwaffe existierte offiziell erst seit März 1935, als Deutschland den Versailler Vertrag öffentlich aufkündigte. Aber die Planungen liefen schon länger und das Problem war überall dasselbe. Es fehlten Piloten, Tausende davon, und die brauchten Maschinen, auf denen man fliegen lernen konnte. Gutmütig, robust, erschwinglich. Der Prototyp der Go 145 hob im Februar 1934 ab. Die Serienproduktion begann im März 1936 und dann lief sie an, größer als Kalkert das wohl je erwartet hatte. Was folgte, war kein Nischenprogramm. Es war eine Produktion, die kaum ein anderes deutsches Flugzeugmuster dieser Zeit übertrifft. Gotha selbst baute 584 Maschinen, aber das war nur der Anfang. Erler übernahm 106 weitere, Argo 241, BFW 115 und Focke-Wulf 74. 5 Hersteller, eine Maschine, ein Ziel. So viele Piloten wie möglich, so schnell wie möglich. Doch bei der Gesamtzahl wird es schwierig. Die sauber aufgeschlüsselten Produktionslisten kommen für Deutschland auf 1120 Maschinen für das RLM, beziehungsweise auf 1182 gebaute Go 145 ohne Prototypen. Andere, ältere Übersichten nennen dagegen fast 10.000 Exemplare und sprechen konkret von 9.965 Maschinen in Deutschland. Diese Zahl ist beeindruckend, aber schwerer zu greifen. Dazu kamen Export- und Lizenzbauten. Bereits 1936 gingen 30 Maschinen in die Türkei. Dort entstanden später weitere 43 in Lizenz. Österreich erhielt 12 Maschinen, die Slowakei 30, Rumänien 13. Spanien bekam zunächst 21 Flugzeuge, später folgten Lizenzbauten als CASA 1145L, die noch lange nach dem Krieg im Einsatz blieben. Wer in der Luftwaffe fliegen lernte, lernte es auf der Go 145. Man saß offen, die Luft zog durch die Cockpits. Beim Start, bei Frost oder bei Hitze war man dem Wetter direkt ausgesetzt. Das war kein Komfort, aber es war eine Schule. Es gab eine Grundausführung mit Doppelsteuer für die Pilotenausbildung.
Eine Version mit einem Maschinengewehr im hinteren Sitz für die Schützenausbildung. Sogar eine Variante mit Bombenabwurfanlage und Funkgerät für den Fall, dass die Ausbildung irgendwann in etwas Ernsteres überging. Die Go 145 war nicht glamourös, aber sie war verlässlich, gutmütig und überall verfügbar. Und genau das macht ein gutes Schulflugzeug. Und genau deshalb stand sie auch dann noch zur Verfügung, als man 1941 ein Testflugzeug für etwas brauchte, das die Welt noch nicht kannte. Seit 1928 verfolgte ein Diplom-Ingenieur aus Westfalen eine Idee, die die meisten für absurd hielten. Paul Schmidt wollte ein Triebwerk bauen, das nicht kontinuierlich brennt, sondern in schnellen Verpuffungen Schub erzeugt. 50 Impulse pro Sekunde, billig herzustellen, simpel im Aufbau, ohne rotierende Teile. Das Reichsluftfahrtministerium lehnte ihn 1934 ab. Man hielt die Idee taktisch für unnütz. Dann, 1939, änderte sich die Lage. Die Argus-Motorenwerke begannen im August mit ernsthafter Entwicklung. Ende November stand ein Modell zur Vorführung bereit und der Effekt auf die anwesenden Ingenieure war Erstaunen. Das RLM gab grünes Licht. Das Ziel war klar: ein Triebwerk für eine fliegende Bombe. 700 km/h, unbemannt, günstig in der Herstellung. Aber zuerst musste das Pulsrohr fliegen, und dafür brauchte man ein Trägerflugzeug. Man wählte die Go 145. Das Pulsrohr, in dieser frühen Version das Argus VSR 9A mit 120 Kilopond Schub, wurde unter den Rumpf montiert. Die Unterseite des Rumpfes bekam eine Blechverkleidung zum Schutz vor der Abgashitze. Das Triebwerk selbst saß an einem Schwenkarm. Beim Start und bei der Landung lag es flach am Rumpf, um den Boden nicht zu berühren. Erst in der Luft wurde es in die Strömung geschwenkt und gezündet. Am 30. April 1941 hob Flugkapitän Stäge auf dem Versuchsgelände Diepensee ab. Die Go 145 trug das erste Pulsrohr, das je geflogen ist. Das Geräusch war nicht zu überhören. Ein Pulsrohr ist laut, rhythmisch, metallisch, beinahe maschinell, wie ein riesiger Motor, der taktisch Feuer spuckt. 50 Impulse pro Sekunde, ein Ton, der später eine eigene Bedrohungsmelodie werden sollte. Über den Dächern von London, über der Normandie, über Antwerpen. Dieser erste Flug war der Beginn einer Entwicklungslinie, die direkt zur Fieseler Vieh 103 führte. Zur V1, zur ersten Serienwaffe der Welt, die vollständig unbemannt war. Wenn euch interessiert, wohin diese Entwicklungslinie am Ende führt, zur Vieh 103 Reichenberg, der bemannten Version der fliegenden Bombe, einem der seltsamsten und dunkelsten Kapitel der deutschen Luftfahrtgeschichte, dann schaut in unser Video dazu. Den Link findest du jetzt oben rechts oder unten in der Beschreibung. Aber zurück zur Go 145 selbst, denn ihre Geschichte endete 1941 noch längst nicht. Im Herbst 1942 beobachtete die Luftwaffe an der Ostfront etwas Ungewöhnliches. Die Sowjetunion setzte veraltete Flugzeuge für Nachtangriffe ein. Kleine Maschinen, langsam, tief, fast lautlos, weil so langsam, dass die deutschen Flugabwehrkanonen Mühe hatten, sie zu erfassen. Keine strategischen Ziele, keine Bombenteppiche, aber nervenaufreibend, kontinuierlich, effektiv. Die deutschen Planer sahen das und zogen ihre Schlüsse. Wenn die Sowjets das können, können wir das auch. Im Dezember 1942 wurde die erste Störkampfstaffel aufgestellt, ausgerüstet mit genau den Typen, die sonst in den Fliegerschulen standen. Arado AR-66, Gotha Go 145. Was als Behelfsmaßnahme begann, entwickelte sich zu einer ernsthaften Einsatzform. Bis Oktober 1943 gab es 6 Störkampfstaffeln, die allein mit Go 145 flogen. Dann wurden die Staffeln in größere Nachtschlachtgruppen zusammengefasst. Die Go 145 im Kampfeinsatz sah so aus: kleine Bomben, zwischen 10 und 100 Kilogramm unter den Flächen, niedriger Anflug, kein Radar, kein Druckanzug, kein geschlossenes Cockpit, 2 Mann in offenen Sitzen im Dunkeln über der Ostfront. Die Männer, die das flogen, waren oft sehr jung. Manche frisch von der Fliegerschule auf demselben Flugzeugtyp, auf dem sie gerade noch Schüler gewesen waren. Im März 1945 hatte die Nachtschlachtgruppe 5 noch 69 Go 145 in der Stärkeliste. 52 davon einsatzbereit,
Nachtschlachtgruppe 3, eingekesselt im Kurlandkessel, zählte 18 Go 145, 16 davon flugfähig. Als der Krieg in Europa am 8. und 9. Mai 1945 endete, war die Go 145 noch immer im Einsatz. Ein Flugzeug, das 1933 als schlichte Schulmaschine entworfen wurde, kämpfte bis zum letzten Tag. Was bleibt von der Go 145? Sie war nie das Flugzeug, über das man spricht. Keine Propagandaplakate zeigten ihren Umriss, keine Piloten wurden für Siege mit ihr ausgezeichnet, kein Asse-Ranking führte sie auf. Aber ohne sie keine ausgebildeten Piloten. Ohne ausgebildeten Piloten keine Luftwaffe, ohne sie kein Testbett, ohne das Testbett kein erster Flug des Pulsrohres, ohne diesen Flug keine V1 in der Form, in der sie gebaut wurde. Die Go 145 ist die stille Mitte einer ganzen Reihe von Entwicklungen, die ohne sie nicht so verlaufen wären. Das ist das Besondere an Flugzeugen wie diesem. Sie halten den Betrieb aufrecht, während andere Geschichte machen. Sie sind der Boden, auf dem alles andere wächst, und genau deshalb vergisst man sie, weil sie so verlässlich waren, dass man sie irgendwann für selbstverständlich hielt. Calcott hat keinen Orden bekommen. Die Go 145 hat keine Ausstellungen gefüllt. 2 beschädigte Exemplare existieren noch, eines in Berlin, eines in Norwegen, beide eingelagert. Und trotzdem, 15 Jahre nach dem Ende des Ersten Großen Krieges, kehrte Gotha zurück, baute einen simplen Doppeldecker und legte damit das Fundament für alles, was danach kam. Wenn euch diese Geschichte etwas gegeben hat, ein Bild, das bleibt, einen Gedanken, den ihr so noch nicht hattet, dann lasst ein Abo da. Es kostet euch nichts und es hilft, dass solche Geschichten weiterleben. Bis zum nächsten Video.